Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der John Dewey Abendschule. Heute haben wir wieder eine besondere Folge für Sie. Wir wollen uns nämlich mit der Frage beschäftigen, welchen Stellenwert Methoden für die politische Bildung haben. Und gleichzeitig möchten wir auch einem Missverständnis begegnen, mit dem wir hier in der Forschungsstelle oft konfrontiert sind. Wir kämpfen hier nämlich nicht selten mit der Zuschreibung, dass didaktische Fragen eigentlich das Gleiche sind wie methodische Fragen. Aber das ist gar nicht so. Didaktik und Methodik sind sogar ziemlich unterschiedliche Dinge. Und man kann keine gute politische Bildung machen, nur weil man ein paar gute Methoden in petto hat. Aber dazu später mehr. Mein Name ist Anja Besant, ich bin die Direktorin der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie und ich freue mich auf die nächste halbe Stunde mit Ihnen. Zur Frage, was gute politische Bildung ist oder wann politische Bildung gelingt, haben wir in unserer Starter-Kollektion ein eigenes Stück, das wir an dieser Stelle noch einmal dringend empfehlen möchten. Das heißt, wann ist politische Bildung gut? In diesem Stück geht es interessanterweise kein bisschen um Methoden. Wie ist das möglich? Spielen Methoden nicht eine wichtige Rolle, wenn wir gute politische Bildung machen wollen? Geht es nicht darum, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu überraschen, in anregender Weise ins Gespräch zu bringen und mit vielfältigen Methoden ihr Interesse an politischen Fragen zu wecken? Oder mit einem Wort, geht es nicht darum, sie zu aktivieren? Wer könnte diesen Zusammenhang bestreiten? Und genau aus diesem Grund hat sich in den letzten Jahrzehnten auch ein buntes und vielfältiges Methodenrepertoire entwickelt, das ganz speziell auf die Erfordernisse der politischen Bildung zugeschnitten ist. Es gibt Zukunftswerkstätten und Debattierclubs, Kugellager und Fishbowls, Denkhüte, Dilemmamethoden, Szenariotechniken und Plan- und Rollenspiele, Parlamentssimulationen und vieles mehr. Es gibt Problemstudien und Konfliktanalysen, nicht zu vergessen, auch Podiumsdiskussionen und Vorträge, Positionslinien und Pro- und Kontradebatten. Ich könnte diese Aufzählung jetzt noch eine ganze Weile fortsetzen. Aber vielleicht drehen wir den Spieß jetzt einfach einmal um. Wenn Sie an Ihre eigene Arbeit in der politischen Bildung denken, welche Methoden sind Ihnen dann besonders wichtig? Denken Sie ruhig einmal darüber nach. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesen Methoden gemacht? Woher kennen Sie sie? Wie oft nutzen Sie sie? Und was wissen Sie darüber, wie diese Methoden auf Ihre TeilnehmerInnen wirken? Aus der fachdidaktischen Forschung wissen wir, dass sich das Methodenrepertoire von Akteuren in der politischen Bildung durch Teilnahme aufbaut. Das heißt, die meisten der Methoden, die wir selbst aktiv nutzen, haben wir einmal als Teilnehmende kennengelernt, zuweilen auch als Koaktive. Das heißt, in Situationen, in denen wir Bildungsprozesse mit anderen gestaltet haben und diese anderen eine Methode eingebracht haben und wir dadurch miterleben konnten, wie die Methode funktioniert. Sich Methoden anzulesen, ist im Gegensatz dazu eher schwierig. Komplexe Methoden werden zuweilen auch in spezifischen Schulungen vermittelt. Manche sind gar zertifiziert. Zu denken wäre beispielsweise an die Bezafter-Methodik oder auch spezifische Methoden der Moderation und Gesprächsführung. Aber auch in diesem Zusammenhang gilt: Die Motivation, an einer solchen oft sogar ziemlich kostspieligen Fortbildung teilzunehmen, entsteht zumeist erst, wenn wir die Methode vorher einmal selbst erlebt haben. Aber was bedeutet das? Das bedeutet zum einen, dass Methoden sich in Bildungsbereichen oft tradieren. Sie sind zu einem bestimmten Zeitpunkt neu und überraschend, werden wahrgenommen und dann von vielen aufgegriffen und fortgeschrieben. Wenn Sie selbst also gerne an Podiumsdiskussionen teilnehmen und dieses Format spannend und anregend finden, dann liegt es nahe, dass Sie selbst, wenn Sie über Bildungsangebote entscheiden dürfen, auch auf dieses Format setzen. Wie wir politische Bildung machen, hat viel damit zu tun, welche Erfahrungen wir in unserer eigenen Bildungsbiografie gemacht haben.
Auch dazu haben wir ganz ausführlich in einem Stück, was politische Bildung ist oder sein könnte, gesprochen. Und dieses Stück haben wir Ihnen ebenfalls zu Beginn in die Starter-Kollektion gesteckt, falls Sie das nochmal anschauen wollen. Ein spannendes Experiment, das meines Wissens nach noch niemand durchgeführt hat, wäre es, einer künstlichen Intelligenz, die auf Mustererkennung spezialisiert ist, Tausende, wenn nicht gar Millionen von Bildern zu präsentieren, die in Situationen politischer Bildung aufgenommen wurden. Und die KI anschließend zu fragen, wie politische Bildung aussieht. Was würde die KI sagen? Was könnte sie uns beispielsweise über Sitzordnungen erzählen? Sitzen wir in der politischen Bildung eher frontal oder in Sitzkreisen oder geht alles durcheinander? Wie oft sind wir in solchen Angeboten in Innenräumen und wie oft sind wir draußen? Was weiß die KI über Farbigkeit? Ist es möglich, dass sie uns etwas über das zarte Rosa, das blasse Gelb, das Mintegrün und das Himmelblau von Moderationskarten erzählen würde? Könnte sie Zahlen nennen, wie oft Moderationskoffer oder Pinnwände im Hintergrund der Bildungssituation zu sehen sind? Und was bedeutet das im Hinblick auf die Frage, die wir in diesem Stück heute hier in den Mittelpunkt gestellt haben? Na, das bedeutet zum Beispiel, dass Moderationsmaterialien der Firma Neuland oder vergleichbarer Anbieter aus der politischen Bildung heute nicht mehr wegzudenken sind. Irgendwann hat irgendjemand einmal angefangen, mit Kartenabfragen in Situationen politischer Bildung zu arbeiten. Und alle, ich würde wirklich sagen restlos alle, haben es dieser ersten Person nachgetan. Meine Studierenden an der TU Dresden bekommen heute schon Pickel, wenn ich den Moderationskoffer nur öffne. Irgendwie übertreiben wir es also mit Methoden. Oder aber wir passen sie nicht der Situation an. Bleiben wir doch einmal bei diesem Beispiel. Dass es im Kontext politischer Bildung sinnvoll ist, die Vorerfahrungen, Einstellungen und Wünsche von BildungsteilnehmerInnen abzufragen, ist überaus naheliegend und passt zu einer demokratisch orientierten Bildung. Uns ist nicht egal, was unsere Teilnehmerinnen denken. Sie sollen sich äußern und das gilt selbst dann, wenn eigentlich nicht genug Zeit ist, dass wirklich jeder und jede Anwesende im Raum zu Wort kommen kann. Genau deshalb setzen wir ja auch die Moderationsmethode ein. Aber muss das wirklich immer gleich aussehen? Brauchen wir dazu pastellfarbene Papierrechtecke? Ich spitze zu und ich tue Ihnen wahrscheinlich Unrecht. Aber ich hoffe, Sie wissen, was ich meine. Ich gebe Ihnen noch ein zweites Beispiel. Die Fishbowl-Methode oder auch das Kugellager. Diese Methoden tauchten vor einigen Jahren auf und haben sich seither recht gut verbreitet. Die Methoden ähneln sich so, dass die Begriffe zuweilen auch synonym verwendet werden, was allerdings nicht ganz korrekt ist, aber das ist hier von nachgeordneter Bedeutung. Im Kern geht es darum, möglichst vielen Menschen Zugang zur Diskussion zu ermöglichen und sicherzustellen, dass wirklich jeder sprechen kann. Die Fishbowl-Methode lässt sich als Moderationsmethode beschreiben, die eine sehr zurückhaltende Moderation ermöglicht. Zu Beginn müssen die Regeln geklärt werden und die betreffen den Aufbau. Es gibt also einen kleinen Innenkreis, in dem zu einem zuvor festgelegten Thema diskutiert wird und dem immer mindestens ein Stuhl frei bleiben muss. Der kleine Kreis wird von einem größeren Kreis umschlossen, in dem alle TeilnehmerInnen sitzen können. Bei Gesprächsbedarf kann sich ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin aus dem Außenkreis jederzeit melden und zum Teil des Innenkreises werden. Die Bedingung? Ein Gesprächspartner aus dem Innenkreis muss, wie beim Tanzen, abgeklatscht werden und dann auch wirklich den Innenkreis verlassen. Die Gruppe der aktiv Sprechenden muss einen fairen Umgang pflegen, andere Teilnehmer zu Wort kommen lassen und vor allem zuhören. Wer die ganze Zeit redet, leistet keinen großen Beitrag und schüchtert möglicherweise zurückhaltende Gäste ein. Soweit zur Methodenbeschreibung. Ich denke, viele von Ihnen kennen und schätzen diese Methode. Wir sollten uns aber auch fragen, warum? Ist die Methode toll, weil sie uns als Verantwortliche und damit potenziell auch Moderierende in Bildungssituationen stark entlastet?
Oder ist sie für das Setting, für das wir sie ausgewählt haben, wirklich gut geeignet? Das ist sehr gut möglich. Mir fallen aber auf den Schlag gleich mehrere Situationen ein, in denen die Methode vollkommen ungeeignet ist und trotzdem eingesetzt wurde. Ich glaube, ich muss das hier gar nicht ausführen, nur so viel. Wenn in einer Bildungssituation auch vulnerable, also zum Beispiel von Rassismus betroffene Personen sind und wir sprechen im Fishbowl über Rassismus, Migration, Zugehörigkeit oder ähnliches, dann ist das möglicherweise keine besonders gute Idee, denn das Format ermöglicht es nur schwer einzuschreiten. Es macht laute Stimmen lauter und leise leiser. Das Gleiche gilt, wenn wir in einer Bildungsveranstaltung vielfältige menschenfeindliche Äußerungen erwarten. In keinem Fall ist in einem solchen Zusammenhang auf eine Methode zurückhaltender Moderation zu setzen. Wir müssen uns immer überlegen, wem wir wann wie in welcher Haltung zuhören wollen, wem wir wann wie eine Bühne geben, wer aktiviert werden soll und wer eben auch nicht. Das klingt hart, aber auch das gehört zu demokratischer Bildung dazu, zumindest wenn uns die Demokratie nicht egal ist. Der Aufbau eines vielfältigen Methodenrepertoires ist deshalb wichtig, um Bildungssituationen in unterschiedlichen Kontexten, zu unterschiedlichen Themenfeldern, in unterschiedlichen gesellschaftlichen Lagen und in unterschiedlichen sozialen Situationen angemessen gestalten zu können. Monomethodische Bildungsprozesse können nur sehr schwer gelingen. Aber gleichzeitig sind Methoden auch nicht der einzige Weg zum Glück. Das Verführerische an Methoden besteht darin, dass Methoden klare Handlungsfolgen beschreiben und damit eine gewisse Planbarkeit von Bildungsprozessen suggerieren, die sehr verlockend sein kann. Sie können und sollten uns entlasten, aber wir dürfen mit der Hilfe von Methoden auch nicht alle Verantwortung abgeben. Methoden müssen begründet werden und diese Begründung misst sich an Zielen, Inhalten und sozialen Konfigurationen. Und eben das leistet eine didaktische Betrachtungsweise. In der Didaktik geht es immer um den Blick aufs Ganze. Es geht um die Frage, was genau warum gelernt werden soll. Und erst danach kommt die Frage der Gestaltung. Die Gestaltungsfrage wird methodisch beantwortet, aber auch nicht allein. Es geht um mehr als pastellfarbene Karten und Sitzordnungen. Es geht um Dramaturgie und Inszenierung. Auch dazu kann ich eine kleine Geschichte erzählen oder vielleicht sogar zwei. Die erste Geschichte bezieht sich auf eine Erfahrung vor einigen Jahren. Wir hatten die Möglichkeit, in den wundervollen Räumen des Deutschen Hygienemuseums in Dresden eine mehrtägige Veranstaltung durchzuführen, die sich mit dem Verhältnis politischer und ästhetischer Bildung beschäftigen sollte. Am zweiten und dritten Tag sollten die TeilnehmerInnen, es waren fast 100, in Arbeitsgruppen Bildungsideen entwickeln und die besten davon in Kurzpräsentationen vorstellen. Wir hatten Gruppentische in einem großen weißen Raum gestellt und gaben den Teilnehmenden 40 Minuten Zeit. Sie sollten so viele Ideen wie möglich produzieren und weil die Wände in einem Museum ja heilig sind und deshalb nicht beklebt und genutzt werden durften, hatten wir kreuz und quer Wäscheleinen gespannt, an denen die Ideen befestigt werden konnten. Schon nach kurzer Zeit waren die Leinen voller bunter Zettel, die Gruppentische schnatterten und es gab eine ganz und gar wunderbare Atmosphäre. Ein Kollege sprach mich im Nachgang zu der Veranstaltung an und lobte sie mit den Worten: Ich arbeite jetzt auch immer wieder mit der Wäscheleinenmethode. Erst nach kurzem Nachdenken wurde mir klar, was er meint. Ja, wir hatten Wäscheleinen aufgehängt und ja, das hatte gut funktioniert, aber das war aus meiner Sicht noch lange keine Methode, sondern eine an den spezifischen Raum angepasste Lösung für ein Darstellungsproblem. Die zweite Geschichte zu diesem Punkt spielt in Chemnitz. Am 3.10.2020 fand unter dem Motto „Die einheitliche Teilung“ auf einer Straßenkreuzung, die 3 soziokulturell sehr unterschiedliche Stadtteile verbindet, die sogenannte Karl-Marx-Städter Kissenschlacht statt. Intendiert war eine amüsante, öffentliche und sehr verspielte Aufführung und gleichzeitig Beilegung von Konflikten, die es in diesem Raum seit Jahren gibt.
Zunächst nahmen nur Kinder an der Aktion teil, aber nach und nach kamen immer mehr Erwachsene dazu und tobten sich lustvoll mit den Kissen aus. Anschließend wurde gemeinsam gelacht, geredet und getrunken. Es war großartig, so großartig, dass man eigentlich vorschlagen sollte, dass Kissenschlachten ins Methodenrepertoire kommunaler politischer Bildung aufgenommen werden sollten. Sie merken, ich scherze. Nicht alles, was funktioniert, ist eine Methode. Aber Methoden sind, wie wir zu Beginn schon gesagt haben, eben auch nicht alles. Es gibt keine Wäschenleinen- und Kissenschlachten-Methoden und das braucht es auch nicht, weil Bildungsverantwortliche immer aufgerufen sind, sich über die attraktive Gestaltung ihrer Angebote Gedanken zu machen. Je attraktiver die Gestaltung gelingt, umso mehr Wertschätzung wird den Teilnehmenden gegenüber vermittelt. Und Wertschätzung ist eine wichtige Bedingung dafür, dass Menschen sich in Lernprozessen öffnen. Diese Gestaltung kann traditionelle Methoden beinhalten. Sie sollte sich aber nicht dogmatisch an ihnen festhalten, sondern sie situations- und bedarfsgerecht anpassen. So, nachdem ich jetzt eine Weile gegen Methodendogmatismus gewettert habe, möchte ich die verbleibende Zeit dafür nutzen, zu einer differenzierteren Bewertung von Methoden zu kommen. Bis zu dieser Stelle habe ich betont, dass nicht jede Form der konkreten Gestaltung einer Bildungssituation deshalb gleich eine Methode ist. Gleichzeitig lassen sich Methoden aber durchaus als Gestaltungsentscheidungen betrachten. Was unterscheidet eine Methode dann von singulären Gestaltungsideen? Stichwort Kissenschlacht und Wäscheleine. Die Antwort lautet, Methoden sind Hilfestellung bei der Bewältigung wiederholter Gestaltungsherausforderungen. Methoden unterstützen uns dabei, Situationen und Herausforderungen, die für den Bildungsbereich typisch sind, zu bewältigen. In naturwissenschaftlichen Bildungssituationen dreht sich deshalb alles um Experimente. Worin aber besteht die wiederholte Herausforderung im Kontext politischer oder demokratischer Bildung? Die Antwort sollte uns eigentlich nicht schwerfallen. Bei uns geht es zum Beispiel darum, in Gruppensituationen mit vielen TeilnehmerInnen Austausch zu organisieren. Das World Café wäre eine große Methode, die in diesem Zusammenhang genannt werden muss. Im Kleinen geht es in diesem Zusammenhang aber auch schlicht um Flüsterphasen, wie beispielsweise die Bienenkorb-Methode es ermöglicht oder eben auch das Kugellager und ähnliches. Wichtig und typisch für unseren Bildungsbereich ist es aber auch, Kontroversen sichtbar zu machen. Zum Beispiel im Rahmen von Pro-Kontra-Debatten, Streitgesprächen, Talkshows. Auch die Podiumsdiskussion muss als Form in diesem Zusammenhang genannt werden. In Prozessen politischer Bildung geht es aber auch zum Beispiel darum, Abstimmungen durchzuführen. Dafür stehen uns ganz unterschiedliche Formen von Wahlen oder Stimmabgaben zur Verfügung. Das kann im Geheimen geschehen oder auch sehr sichtbar, gleichzeitig oder über einen längeren Zeitraum. Im Kontext politischer Bildung geht es darum, sich in fremde Positionen hineinzuversetzen. Methodisch anschlussfähig sind hier Rollenspiele, Planspiele, Denkhüte, aber auch Studienfahrten und Exkursionen etc. Das nächste, was mir einfällt und was für die politische Bildung typisch ist, wäre es, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu vermitteln. Dafür eignet sich methodisch das Projekt, Peer Education Konzepte, Citizen Science Projekte oder auch Service Learning Angebote. Auch hier könnten wir jetzt eine ganze Weile fortfahren. Wenn wir versuchen, das etwas systematischer zu betrachten, dann lassen sich die wiederholten Herausforderungen im Bereich politischer Bildung durchaus nach unterschiedlichen Systematiken beschreiben. In allgemeindidaktischen Kontexten wird das zuweilen so präsentiert. Euler und Hahn sehen Methoden im Überschneidungsfeld von Aktions- und Sozialform. Die Aktionsformen richten sich dabei an der Perspektive der Lehrenden oder Bildungsverantwortlichen aus. Es gibt nur 3: Darbieten, im Dialog oder in der Erarbeitung entdecken lassen. Auch die Sozialformen sind recht schlicht. Genannt wird hier das Plenum, die Gruppe, Partnerarbeit und Einzelarbeit. Ich hoffe, Sie sehen sofort, dass das viel zu kurz gesprungen ist.
Denn das würde heißen, auch im Kontext politischer und demokratischer Bildung gäbe es lediglich 3 methodische Grundherausforderungen: Wissen darbieten, dialogisch entwickeln und erarbeiten. Es ist nicht zu bestreiten, dass viele Menschen das genauso sehen und denken und dass Bildungsprozesse auch genauso gestaltet werden. Aber wir wollen hier ja zu einem komplexeren und reichhaltigeren Vorgehen animieren, also müssen wir Bildungsprozesse und Herausforderungen auch komplexer denken. Die Autorengruppe Fachdidaktik, der ich auch selbst angehöre, schlägt da schon ein etwas komplexeres und spezifischer auf den Bildungsbereich bezogenes Konzept vor, in dem Methoden jeweils didaktischen Prinzipien zugeordnet werden. Das sähe dann ungefähr so aus. Der Konfliktorientierung wäre dann die Konfliktanalyse als korrespondierende Methode zugeordnet, der Problemorientierung die Problemstudie, der Handlungsorientierung das Projekt oder die Bürgerinnenaktion, der Zukunftsorientierung das Planspiel und so weiter. Ich halte das, seit ich meine Arbeit stärker auch auf die außerschulische politische Bildung hin ausrichte, aber für einen sehr formalen Ansatz, der sich für informellere Bildungsprozesse, wie sie in der außerschulischen politischen Jugend- und Erwachsenenbildung typisch sind, nur bedingt anbietet, ohne deshalb falsch zu sein. Für hilfreicher halte ich eine Systematik, die von der Frage ausgeht, wie Lern- oder sogar noch weiter Erkenntnisprozesse in der Domäne Politik oder auch Demokratie typischerweise strukturiert sind. Und diese Struktur lässt sich zum Beispiel mit dem guten alten Hilligen, einer der Gründungsväter der Politikdidaktik, mit dem Dreischritt Sehen, Beurteilen, Handeln recht plakativ zusammenfassen. Das Spannende an diesem Dreischritt liegt aus meiner Sicht darin, dass mit dem ersten Punkt, dem Sehen, ein Aspekt angesprochen ist, der in den heute im Vordergrund stehenden Fokussierungen auf politische Urteilsfähigkeit und politische Handlungsfähigkeit doch droht vergessen zu werden. Politische Fragen, Herausforderungen und Probleme müssen nämlich zunächst einmal wahrgenommen werden, bevor sie beurteilt und behandelt werden können. Ich habe mich vor einiger Zeit noch einmal intensiver mit dieser Systematik befasst und sie in 5 Grundformen überführt. Demnach lassen sich Bildungsprozesse in der Domäne Politik auf folgende 5 Formen reduzieren. Die erste Form bezieht sich auf soziale, politische und ökonomische Phänomene und stellt fest, dass diese eben immer wieder neu erkundet, beobachtet und erforscht werden müssen. Das ist die Grundvoraussetzung für alles, was dann folgt. Der zweite Schritt betont, dass gerade im Bereich sozialer, politischer und ökonomischer Fragen alternative Lösungsmodelle und Ideen auch entworfen werden müssen. Sie müssen überprüft werden und erörtert. Und das ist zunächst mal das, was im zweiten Schritt passieren muss. Im dritten Schritt geht es darum, soziale, politische und ökonomische Fragen zu diskutieren und in Debatten abzuwägen. Daran schließt sich dann Schritt Nummer 4. Politische, soziale und ökonomische Ideen und Konzepte müssen öffentlich sichtbar und verständlich gemacht werden. Schließlich geht es in der Demokratie immer um Mehrheiten. Und das führt uns dann auch unmittelbar zum 5. und letzten Punkt, der lautet: Politisch-soziale und ökonomische Ideen werden erst wirksam, wenn sie auf Zustimmung treffen bzw. eine Mehrheit finden. Bildungsprozesse können und sollen sich an dieser Struktur orientieren. Sie können sich nicht dauerhaft auf eine der Grundformen beschränken, sondern müssten idealerweise so zugeschnitten werden, dass sie oft alle Formen streifen. Aber natürlich können auch immer wieder individuelle Schwerpunkte gelegt werden. Jeder dieser 5 Grundformen können typische Methoden zugeordnet werden. Dem Erkunden und Erforschen, zum Beispiel die Sozialstudie, die Exkursion oder Spurensuche. Dem Utopien entwerfen, die Zukunftswerkstatt. Der Debatte und dem Streit, die Pro-Kontra-Debatte oder auch das sokratische Gespräch oder die Dilemma-Methode. Dem Kommunizieren und Distribuieren, das Argumentationstraining oder die rhetorische Übung. Dem Mehrheiten finden und entscheiden, die Positionslinie, die Abstimmung.
oder, obwohl ich keine echte Freundin davon bin, auch die Wahlsimulation. So, das wäre jetzt ein Beispiel für ein Modell, mit dem sich Methodenentscheidungen begründen lassen. Es ist nicht das einzige und es fehlen hier auch noch Aspekte, die den Bildungsbereich übersteigen. Zu denken wäre an Methoden, die Vorerfahrung sichtbar machen oder auch Feedback- und Evaluationsmethoden. Aber das bekommen wir in 30 Minuten hier einfach nicht unter. Wichtig ist uns auch, dass auch die hier vorgeschlagenen Modelle niemals dogmatisch verstanden werden dürfen. Das ist uns in der Judith wirklich wichtig. Denken Sie sich immer wieder neue Formen aus, seien Sie methodisch kreativ und legen Sie Wert auf Gestaltungsentscheidungen, denn der Merksatz ist uns immerhin sehr wichtig: Gestaltung ist Wertschätzung. In eben diesem Sinn enden wir heute mit einem kleinen Werbeblock. Denn in der John Dewey Forschungsstelle arbeiten wir derzeit intensiv daran, für Standardherausforderungen und damit gleichzeitig auch typische Methoden in der politischen Bildung attraktive Materialunterstützungen zu entwickeln. Wir haben in diesem Sinn zum Beispiel Abstimmungsmaschinen gebaut, mit der sich an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Formen Abstimmungen gestalten lassen. Wir haben Denkhüte gebaut, mit denen Perspektivwechsel auf performative Art und Weise aufgeführt werden können. Und wir lassen gerade Teppiche knüpfen, mit denen sich Pro-Kontra-Positionen im Raum markieren lassen. All diese Objekte können bei uns ausgeliehen werden. Sie sind dazu da, demokratische Bildungssituationen attraktiver zu machen. Schauen Sie doch einfach mal in unseren Shop. Auch wenn das kommerziell klingt, sind unsere Angebote dort doch zumeist vollkommen kostenfrei. So, und das war's für heute wieder einmal. Wir hoffen, wir konnten helfen, neu und anders über Methoden nachzudenken. Gleichzeitig aber auch sichtbar machen, dass Methoden auch nicht alles sind. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Die Judith wird finanziert durch Mittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts. Auch dafür haben wir natürlich zu danken. Und selbstverständlich ist dieser Text nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern bezieht sich auf Arbeiten, die ihm auch vorausgehen, die wir hier nochmal in der Literaturliste angegeben haben.